Das Zeitalter der Motorisierung verdankte nicht zuletzt seine Entstehung und Vollendung den unermüdlichen Forschungs- und Arbeitsergebnissen von Karl Benz, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre. Knappe 4 Jahrzehnte trennen uns von dem ersten Versuch des genialen Konstrukteurs, eine Revolution auf dem Gebiete des Verkehrswesens einzuleiten. Was an Fahrzeugen und Kriegsmaschinen einen Motor im Leibe trägt, dankt seinem Ursprung seinem Genie. In ihren Bestrebungen, die durch Kriegseinwirkung ausgefallenen Arbeitsräume zu ersetzen, ist die Reichsbahn zur Massenherstellung der sogenannten Kauen übergegangen. Sie dienen als Schalterersatz und als Unterkünfte für Reichsbahnpersonal. Im gleichen Maße werden Konstruktion und Bau von Personenwagen betrieben. Die neuen Personenwagen 3. Klasse. In diesem Kasten ist die Heizung eingebaut. Der neue deutsche Schnellzugwagen als Lanzerschlafwagen. Und hier unter größtmöglicher Raumausnutzung für den Zivilverkehr. Die Rücklehnen sind hochklappbar und als Liegestätten verwendbar. Dem gleichen Zweck dient die Oberwand. Auch in Lazarettzügen sind diese Wagen verwendbar. Als Schlafwagen für den Personenverkehr bietet der Kriegsschlafwagen 56 Personen Raum. Der Appell, Textilien und Ausrüstungsgegenstände für die neu aufzustellenden Volksgrenadierdivisionen und für den Volkssturm zu spenden, hat eine spontane Wirkung im deutschen Volk ausgelöst. Es gibt im 6. Kriegsjahr nicht mehr allzu viel, was wirklich ganz überflüssig ist. Aber jetzt ist es notwendig geworden, sich von dem zu trennen, was man nicht unbedingt zum Leben gebraucht. Diese Bilder aus einigen deutschen Städten finden überall, wo Deutsche wohnen, ihre Parallele. Für Truppeneinheiten, die auf dem Landwege nicht zu erreichen sind, haben Geleitzüge in jeder Jahreszeit und unter allen Wetterbedingungen die Versorgung sicherzustellen. Auf dem gleichen Wege erfolgt der Mannschaftsersatz und der Rücktransport bei Räumungen. Ein Geleitzug wird von einem Bomberverband angegriffen. Durch Flakbeschuss wird den Bombern die Zielgenauigkeit erschwert. Der Angriff wird durch die Bordflak abgewehrt. Auch gegen Angriffe durch feindliche Kriegsfahrzeuge ist der Geleitzug gut gesichert. Gegen einen anlaufenden Störverband wird die Artillerie der Begleitschiffe eingesetzt. Nebelwerfer brüllen los! Artillerie Volltreffer auf der Feindseite! Kampfraum Südosteuropa. Träger Eisgang und winterliche Raureifpracht täuschen im Südosten Europas eine trügerische Ruhe vor. Über das Winterkleid des ungarischen Landes hinweg geht der Krieg unbarmherzig weiter. In den frühen Morgenstunden eines Januartages setzen nach einem vorausgegangenen Feuerschlag deutsche Verbände auf Fähren über die Donau, um den schwer ringenden deutsch-ungarischen Truppen Entlastung zu bringen. Mit Schlachtflugzeugen und Jagdbombern versuchen die Bolschewisten, die Übersetzbewegungen zu stören. Die Sowjetjäger feuern aus allen Rohren. Die Flakantwort bleibt nicht aus. An
An anderer Stelle ist durch zusammengefasstes Feuer schwerer Sturmartillerie die völlige Überraschung des bolschewistischen Gegners gelungen. Arbeitsmänner auf Sturmgeschützen aufgesessen. RAD-Flak im Erdkampf. Hier schlugen deutsche Schlachtflieger sowjetische Kolonnen zusammen. Westfront. Wo die Deiche nicht durch Bomben oder Sprengungen vernichtet wurden, haben die Wassermassen des Waal sie zerrissen. Jedes Haus wurde zu einer Insel und noch immer steigt das Wasser. Der Verkehr zwischen den Häusern und Stützpunkten ist nur mit Schlauchbooten oder Schwimmkübeln möglich. Lanzer sind erfinderisch. Ein improvisierter Schleppzug geht auf die Fahrt zu einem Stützpunkt. Das ist Leutnant Zubrot, der in 3 Wochen 11 feindliche Panzer knackte und davon 4 an einem Tage. Das erste Dutzend ist bald voll. So wurde der 11. Panzer geknackt, erzählt Leutnant Zubrot. In einem Werk an der Saar beziehen deutsche Grenadiere ihre Positionen. Unweit davon sind deutsche Geschütze in Stellung gegangen, um den vorgehenden Feind zu beschießen. Um den in einer kleinen Stadt sitzenden Gegner zu werfen, wird der Einsatz deutscher Sturmgeschütze und Panzergrenadiere vorbereitet. Die Vorhuten haben den Stadtrand erreicht. Wiederholte Gegenangriffe der Amerikaner werden abgewiesen. In der Stadt entwickelt sich der Häuserkampf. Wir bringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht und geben nur einen schwachen Begriff vom wirklichen Größenverhältnis der V2. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre. Die Zeichen, die V2 in den Himmel schreibt, sind dem Auge noch sichtbar, wenn das Ferngeschoss sein Ziel erreicht hat.